die ersten von euch kommen auch schon zu uns. Das Problem bei solchen Ein-Mann-Bewegungen immer ist, dass die Person im Vordergrund steht und was kommt danach. Okay, danke. Ich weiß eh, was drin steht. Ich habe selber gelesen, er war zur SPÖ gegangen. Hallo Herr Pilz, schön, dass Sie mitmachen beim ATV Reality Check. Na, selbstverständlich. Ich komme gerade von da drüben. Da stehen Ihre ehemaligen grünen Freunde. Eigentlich müssten es da drüben stehen. So war der Plan. Ja, wäre ich gewählt worden, würde ich da drüben stehen und hätte einen sehr, sehr schweren Wahlkampf vor mir, weil das fast nicht zu gewinnen ist. Wir gehen heute hier durch einen Flohmarkt im 19. Bezirk. Ja. Warum haben Sie sich diese Location ausgesucht? Na, erstens, weil viele Leute da sind. Zweitens, weil ich möglichst wenig Geld eingesteckt habe, weil sonst fürchterliches passiert am Flohmarkt, weil ich den sonst leer kaufe. Na, einfach, das ist ein Ort, wo sich die Leute treffen, wo sie Zeit haben, wo sie reden. Sie werden eines sehen. Auf diesem Flohmarkt erziele ich Spitzenpreise. Sie erzielen Spitzenpreise, na, das schauen wir uns jetzt an. Okay. Gehen wir los. Schauen wir mal. Ja. Herzlich willkommen im 19. Jawohl. Ich muss sagen, wir haben da immer so 15.000 bis 20.000 Menschen an diesem Buch. Sie sind jetzt für meine persönliche Sicherheit zuständig. Auch, ich kann zwar nicht das Kreuzel machen. Würden Sie es gerne dem Herrn Pilz geben? Es würde mir nicht schwerfallen, sage ich das jetzt. Darf ja mehrere Freunde. Okay, aber der Sebastian ist mein Freund. Ja, genau. Gut. Da müssen Sie noch Überzeugungsarbeit leisten, Herr Pilz. Wenn er ein Jahr regiert hat, ist er nicht mehr in Freund. Naja, aber da hat er ja eventuell jemand, der ihm ein bisschen führt und leitet und ein bisschen was sagt, wo es lang geht. Durch die Erfahrung. Ja, okay. Die kann er ja noch nicht haben. Nicht? Sag, wie haben Sie das so geschwind umgefärbt, die Luftballon? Das geht geschwind. Das geht Und geschwind wegen dem Quadro. was wird jetzt noch türkis angemalt? Ja, vieles. Sie müssen sehr aufpassen, Sie müssen sehr aufpassen, dass der Hund nicht türkis gestrichen wird. Ach so. Das ist momentan sehr, sehr gefährlich. Ja. Naja, grün ist out. Warum werden Sie den Herrn Pilz wählen? Warum? Ja, warum wählen Herr Pilz wählen? Weil ich an und für sich umweltbewusst bin und grün, aber die Grünen mal zu grün sind. Pizziperli. Ich habe gesagt, ich bin dabei. Ja, dann bist du dabei. Ich bin 3 Jahre vor dir ausgetreten. Tun Sie weiter Politik nicht nur aufzeigen, was andere schlecht machen, sondern was eine besser eigene persönliche politische Linie. Da hätte ich mich frei. Ja, fein. Ja. Was? Ich weiß, dass die Roten da Idioten sind und der Kurz oder Kern, egal welcher. Ich sammle da Vorzugsstimmen und du weißt mich, ich spür's. Ich hab aus dem 83er Jahr mein Vorzugsstimme noch immer nicht zurück. Nein, jetzt kannst du es noch mal. Ich will die zurück. Mach's noch einmal, Peter. Nein. Komm, überrede. Nein. Was sagen Sie denn zu seinem neuen politischen Projekt? Ich habe selber gelesen, er war zur SPÖ gegangen. Aber Sie würden sich freuen, wenn Sie Herrn Pilz wieder im Parlament... Persönlich freue ich mich immer, wenn ich ihn treffe. Ja, politisch nicht immer. Jetzt hörst du auf. Herr Pilz, wenn Sie schon da sind, die Frage, die mich interessiert, ist, warum nicht mehr mit den Grünen? Warum Sie alleine? Schauen Sie, ich habe mich mit der Frage einer neuen Flüchtlingspolitik und vielen anderen Fragen einfach nicht durchgesetzt. Also ich will ganz gezielt auch freiheitlichen Wähler und Wählerinnen wegnehmen, weil das ja keine unanständigen Leute sind, sondern Leute sind, die sagen, so geht es nicht weiter und irgendwer. Und an dem Punkt sind wir jetzt. Die Bruchlinien in der grünen Politik zwischen Ihnen und der Mehrheitsfraktion der Grünen war ja, glaube ich, nicht die Sozialpolitik. Nein, und dort ist es ja das Thema, wo man freiheitliche, sage ich mal, von der FPÖ wegbekommen muss, weil die freiheitliche Politik ist ja alles andere als sozial. Das ist vollkommen richtig. Aber eine Glaubwürdigkeit in der Flüchtlingspolitik und in der Ausländerpolitik ist Voraussetzung, dass Ihnen die Leute überhaupt zuhören. Die Frage ist die taktische Maßnahme der Abspaltung von den Grünen.
Das ist etwas, wo ich glaube, ja, die Zersplitterung des Lagers links der Mitte ist groß genug. Es ist eine weitere Defragmentierung. Und ich glaube nicht, dass man damit jetzt Positionen auch abdeckt, die die Grünen vielleicht so nicht abgedeckt hätten oder für keine Mehrheit gefunden hätten. Und wie er gesagt hat, bei den Grünen habe ich nicht diese Wirksamkeit. Unterstützt das nicht das Argument, dass es ihm eigentlich um seine One-Man-Show geht? Das ist ja das Bedenken, das man immer dabei hat, wenn es eine Person gibt, ob das ein Hans-Peter Martin war, ob das Frank Stroder, also bitte kein Vergleich. Aber es geht darum, dass das Problem bei solchen Ein-Mann-Bewegungen immer ist, dass die Person im Vordergrund steht und was kommt danach. Das heißt, die Liste besteht nicht aus dem führenden Kopf, sondern aus dem Unterbau. Und dieser Unterbau fehlt ihm jetzt. Viel Erfolg. Ja, das schaut schon ganz gut aus. Schaut schon gut aus. Ja, die ersten von euch kommen auch schon zu uns. Ja, deswegen haben wir schon die Hälfte von euch angesagt. Aber das ist kein Problem. Es freut mich, dass endlich eine Alternative im linken Spektrum da ist, die auch die Gefahr des politischen Islam offen anspricht. Ja? Ich bin selbst eine Türkeistämmige. Ich habe das Problem, wenn ich jetzt als Mensch Erdogan kritisiere, das, was er macht und das, was er versucht hier zu machen, werde ich bedroht. Und wer macht dagegen was? Und ich finde es gut, dass sie versuchen, da was zu machen. Ich hatte zwar vor, FPÖ zu wählen. Das machen sehr viele säkulare und liberale Muslime und Atheisten aus der muslimischen Community. Und ich finde es einfach falsch, Islamkritiker, sogar Islamkritiker aus muslimischen Communities als Rassisten zu bezeichnen. Das ist so schrecklich. Wie kann man das so? Und das machen sehr viele aus Linke, das machen sehr viele Linke. Und warum? Weil sie es nicht verstanden haben. Weil sie es nicht verstanden haben, weil sie glauben, das sind alles bessere Menschen und da gelten andere Maßstäbe. Danke dafür. Danke wirklich, dass Sie nicht aufgegeben haben, sondern dass Sie weitermachen. Ich finde, dass Grüne sehr viele Fehler machen. Wirklich. Leider. Sehr viele. Leider. Die Leute sagen, das, was es schon gibt, das wollen wir nicht machen. Aber es gibt es ja schon so lange, Herr Pilz. Das ist ja das Erstaunliche. Das dürfte damit zu tun haben, dass die meisten Leute davon überzeugt sind, dass ich nicht zu dem gehöre, was sie vielleicht als System bezeichnen. Ich bin nicht Teil der traditionellen herrschenden Macht in dieser Republik. Ich stehe auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite, das heißt jetzt bei mir im Studio noch einmal herzlich willkommen beim ATV Meine Wahl Reality Check. Guten Abend, Herr Pilz. Guten Abend. Herr Pilz, ich würde gern mein Erstaunen mit Ihnen teilen, nämlich darüber, dass die Menschen glauben, sie sind nicht Teil der herrschenden Macht. Sie waren 31 Jahre Abgeordneter der Grünen im Parlament. Die Grünen sind in 6 von 9 Landesregierungen. Das heißt, sie haben sehr wohl auf bundespolitischer und auf landespolitischer Ebene viel mitgestimmt. Wenn die Menschen jetzt wirklich etwas Neues wollen, dann sind Sie doch bei Ihnen falsch. Sie haben es zum Schluss in dem Beitrag, glaube ich, ganz gut gehört. Und das sagen auch sehr viele Leute. Ich war 31 Jahre lang im Parlament und auch im Wiener Landtag, nicht prinzipiell in Opposition. Ich halte viel davon, wenn gut regiert wird, wenn man sich auch daran beteiligt, wenn es passt. Aber ich habe sowas wie parlamentarische Kontrolle aufgebaut. Und die parlamentarische Kontrolle steht auf der anderen Seite. Die steht der Macht gegenüber. Und ich kann mich schon noch gut erinnern, 1986, wie wir ins Parlament gekommen sind, wie keine parlamentarische Kontrolle geduldet worden ist und wir uns das Stück für Stück erkämpft haben mit dem Lukona-Untersuchungsausschuss und vielen anderen. Heute ist es eine Selbstverständlichkeit. Aber es ist, glaube ich, bis zu einem gewissen Grad auch mit meiner Arbeit verbunden. Und das ist auch eine Frage des Vertrauens, nicht nur der anderen Seite. Es gibt, und das ist meine Erfahrung auf der Straße, sehr wenige Politiker, denen die meisten Menschen vertrauen. Ich genieße das große Privileg, zu dieser Gruppe zu gehören. Ich hoffe es zumindest. Gut, Ihre Verdienste
in Sachen Kontrolle sind ja unbestritten. Aber trotzdem haben Sie ja bei vielen Dingen mitgestimmt. Ja, im Parlament, und da ist es nie um eine Regierungsbeteiligung gegangen. Da waren wir immer in Opposition. Ich war nie Dennoch geht es um gemeinsame Beschlüsse mit der herrschenden Macht, von der Nein, Sie gerade behauptet haben, da nicht dazuzugehören. Die gemeinsamen Beschlüsse waren eigentlich was anderes. Schauen Sie, wie ich ins Parlament gekommen bin, da war es ganz einfach. Da sind die Regierungsabgeordneten gewesen, da hat ein Minister was geredet und haben gesagt, oh, das ist, nein, ich habe noch nie so was Tolles gehört, so was Gescheites. Und die Opposition ist da gesessen und sagt, so einen Blödsinn habe ich überhaupt noch nie gehört, wie kommt der überhaupt dazu? Und als Jungabgeordneter, ich war damals 32, haben wir gedacht, irgendwas stimmt da nicht, weil ein bisschen was von dem, was der gesagt hat, ist ja nicht ganz falsch. Im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, das System kann so nicht funktionieren, weil diese Parlamente, wo die Regierungsabgeordneten immer Ja sagen und die Oppositionsabgeordneten immer Nein sagen, das sind meistens sehr abhängige Regierungsparlamente. Selbstbewusste, starke Parlamente erkennt man daran, dass alle oder viele Abgeordnete, egal bei welcher Partei, in wichtigen Fragen zusammenarbeiten. Und da haben wir beim letzten Eurofighter-Untersuchungsausschuss zum ersten Mal gezeigt, wie toll das funktionieren kann. Und in solchen Situationen stimme ich gern gemeinsam mit Kollegen ab von Regierungsparteien, die dann manchmal sogar gegen die Regierung stimmen. Das angeblich komplett Neue bei Ihnen ist die radikal-pragmatische Politik, die Sie betreiben wollen. Kritiker sagen, das ist nur ein beschönigender Ausdruck für Populismus. Das ist bei Ihnen ja an sich auch nicht neu. Sie haben ja schon öfter gesagt, es braucht einen linken Populismus. Was ist jetzt das glaubhaft Neue an Ihnen? Lösen wir mal diese Populismusgeschichte auf. Das klingt alles so kompliziert. Das ist im Prinzip nichts anderes als volksnahe aufs Volk hören, den Leuten zuhören, ihre Ängste, ihre Sorgen, ihre Wünsche ernst nehmen und daraus Politik machen. Nicht blind folgen, nicht jeder Stimmung folgen, aber daraus Politik machen. Gut, Sie sagen zuhören, aber man könnte auch sagen, es bedeutet auch, den Menschen nach dem Mund reden. Das ist etwas, was Sie bei der FPÖ viele Jahre kritisiert haben, was die Grünen selbst immer vermieden haben, das zu tun. Und es war ja auch sehr deutlich, wie ich mit Ihnen unterwegs war. Sie können ganz offensichtlich mit jedem und es kommt auch offensichtlich ganz gut an, die Populismusschiene. Jeder kann mit Ihnen, vom schwarzen Bezirksvorsteher bis hin zum roten Nationalratsabgeordneten. In diesen Fällen ist das eher so etwas wie politischer Respekt unter Kollegen und da halte ich sehr viel davon. Aber bei den Menschen, mit denen ich zum Beispiel auf dem Flohmarkt rede oder bei der Messe in Ried oder in Oberwart, da geht es um was anderes. Da spüre ich ein Vertrauen, das die Menschen dazu bringt, dass sie mir erzählen, oft sagen sie, geh Pilz, her, das und das. Das wäre uns unglaublich wichtig. Und dann gibt es manche, die kommen her und sagen, raus mit den Ausländern, geh bitte, tu das. Und ich sage dann, aber sicher nicht mit mir. Und deswegen habe ich auch versucht, bei unserem großen Streit um Erdogan allen klarzumachen, schaut her, der Strache sagt Türken raus und manche jubeln ihm zu. Das gibt es mit mir nicht. Sondern bei mir geht es darum, unsere Türken und Türkinnen vor Erdogan zu schützen, damit wir friedlich zusammenleben können. Ich gebe keinen einzigen meiner Grundsätze auf. Die haben sich in den letzten 30 Jahren nicht geändert. Aber ich höre den Menschen zu, versuche ihnen das verständlich zu machen und versuche sie zu überzeugen. Und da muss ich bei dem anknüpfen, was die Menschen bewegt. Und sie waren dabei. Das mache ich dort und ich versuche verständlich zu sein. Gut, ich versuche es jetzt noch einmal. Kann es sein, dass mit Ihrer radikal-pragmatischen Politik Rot, Schwarz und Blau, dass die damit kein Problem haben, weil sie ja mehrheitsfähige Themen ansprechen, wie Sie gerade gesagt haben, gegen den politischen Islam, gegen Bespitzelung durch das System Erdogan oder zum Beispiel gegen oder für die Kürzung der Parteienförderung. Das ist ja alles mehrheitsfähig. Ja, das ist zum Glück mehrheitsfähig. Es gibt ja für viele
für viele vernünftige Lösungen, auch für die gemeinsame Schule, auch für eine gerechtere Verteilung, auch für die Besteuerung der Konzerne, auch für Unterstützung alleinerziehender Mütter in der Armutsfalle, auch für öffentliche Finanzierung der 24-Stunden-Pflege, gibt es ja überall Mehrheiten. Die Unvernunft ist ja kein Privileg der österreichischen Bevölkerung. Da finde ich sehr selten, das ist ja ein Privileg der Politik. Aber wenn Sie für die Kürzung der Parteienförderung sind, da sagt Matthias Strolz, da gibt es ein Posting von ihm auf Facebook, dass er in den vergangenen Jahren haben die Neos 10 Anträge gestellt und Sie haben kein einziges Mal mitgestimmt. Ach, ich habe dieselben und radikalere Vorschläge viel öfter gemacht. Wie viele Anträge haben Sie eingebracht? In diesem speziellen Fall? Ich habe Anträge auf Kürzung in meiner politischen Laufbahn auf Reduzierung der Parteienführung, Politikerpensionen, Abschaffung der Politikerprivilegien 20, 30, 40, 50 mindestens eingebracht. Ich habe persönlich begonnen, die Diskussion um Politikerprivilegien aller Art. Aber was hat Sie dann gehindert, da mitzustimmen, zum Beispiel? Weil meine Vorschläge etwas weitergehen. Mir ist das von den Neos nicht radikal genug, weil die Neos einen Punkt auslassen. Die Millionenspenden von großen Industriellen. Die Neos haben es leicht. Die sagen, kürzen wir die Parteienförderung, wir kriegen unser Geld aus der Bauindustrie. Na, so sicher nicht. Sondern zuerst einmal Klarheit, dass die großen Konzerne sich nicht Parteien wie die Neos wie Haustiere halten können, sondern klare Verhältnisse auf diesem Sektor. Da bin ich sehr scharf mit dem Herrn Strolz. Er wird vielleicht ein bisschen gekränkt sein, wenn ich scharf formuliere. Aber so geht das wirklich nicht. Sich hinter einem Industriellen verstecken und dann glauben, über die öffentliche Parteienfinanzierung schimpfen zu können. Kommen wir zu einem anderen Thema, Herr Pilz. Sie selbst haben bei dem Spaziergang durch den Flohmarkt zu jemandem gesagt, Glaubwürdigkeit in der Flüchtlingspolitik ist die Grundvoraussetzung, dass Ihnen überhaupt einmal jemand zuhört. Jetzt gibt es das erste Arbeitspapier der Liste Pilz zu diesem Themenkomplex. Einige Punkte möchte ich da nur anführen, also Auswahl der Flüchtlinge vor Ort, Vorbereitung der Asylwerber direkt in Flüchtlingscamps, wie zum Beispiel Deutschkurse. Und Sie nennen Länder wie die Slowakei, Polen oder Ungarn als Trittbrettfahrer der EU, die sozusagen von Nettozahlern wie Österreich kassieren. Und Sie fordern sozusagen die Kürzung von Förderungen für all jene Länder, die nicht Flüchtlinge aufnehmen. Ihre ehemaligen grünen Mitstreiter und jetzigen Mitstreiter bei der Liste Pilz waren ja zuerst sehr aufgeregt, als das Papier Österreich zuerst rausgekommen ist. Was sagen Sie denn jetzt zu Ihrem Arbeitspapier? Die haben es ja mitgearbeitet. Aber sind Sie jetzt d'accord mit dem? Ja, die unterstützen das. Das heißt, obwohl Sie gar keine Partei sind, haben Sie jetzt schon stramme Parteisoldaten. Wie ging das so schnell? Überhaupt nicht, sondern das ist ja unsere Arbeitsweise. Da haben die Grünen, das ist ja etwas seltsam gewesen, da haben die Grünen ein Arbeitspapier, ein internes aus dem Mai 2016 geleakt. Ich würde nie mehr was auf einen grünen Server legen, aber das ist ein anderes Kapitel. Das ist jetzt veröffentlicht worden und ich habe dann gesagt, das ist eigentlich ein sehr gutes Papier. Dann hat es an einzelnen Formulierungen meiner Meinung nach durchaus berechtigte Kritik von einigen Kollegen von mir auf der Liste gegeben. Und dann habe ich gesagt, na setzen wir uns doch zusammen, reden wir das jetzt durch. Wir brauchen einen gemeinsamen Arbeitsplan für die nächsten 5 Jahre in der Flüchtlingspolitik. Wir haben uns gestern Nachmittag zusammengesetzt, sind das Punkt für Punkt durchgegangen. Und zum Schluss haben Wolfgang Zingel und Bruno Rossmann und auch andere gesagt, so, jetzt passt's. Dadurch haben wir kein Parteiprogramm. Aber ein gemeinsames Arbeitsvorhaben in der Flüchtlingspolitik, wo wir jetzt wissen, was wir gemeinsam in den nächsten 5 Jahren machen. Ich versuche noch die Frage aufzugreifen von dem Herrn, der im Reality Check vorhin gesagt hat, Ihre Abspaltung zersplittert das politische Spektrum links der Mitte und seine große Befürchtung oder das Schlimmste, was für ihn passieren könnte, hat er gesagt, wäre, wenn ein 3-Parteien-System übrig bliebe nach der Wahl, nämlich von SPÖ, ÖVP und FPÖ. Das werden Sie sich ja auch durchgedacht haben, nehme ich mal an, und auch in Kauf genommen haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Zuseher sich da die Frage nach ihrer persönlichen Integrität stellt. Sie haben 31 Jahre, noch einmal, ich wiederhole mich, als grüner Abgeordneter im Parlament gesessen. Und dennoch
all die Unzufriedenheit, die verständlich ist, soweit ich das ja auch erleben konnte, wie ich mit Ihnen unterwegs war. Also es ist ja sehr viel an Sie herangetragen worden. Es gab doch viele, viele Jahre, in denen Sie sagen hätten können, na, da mache ich nicht mehr mit. Also warum gerade nach der Niederlage beim Bundeskongress? Warum gerade nach 31 Jahren? Das ist sehr einfach zu beantworten. Ich habe in den letzten 2 Jahren versucht, eine große Öffnung bei den Grünen. Weil ich gesehen habe, dass es bergab geht, dass sich die Grünen einkapseln, isolieren und dass wir gemeinsam zu verlieren beginnen. Das war spürbar. Und im Mai dieses Jahres haben wir festgestellt, von 15% im Mai 2015 waren wir unten auf der Hälfte, auf etwa 7,5%. Bei mir haben die Alarmglocken geläutet. Im grünen Bundesvorstand war Alarmglockenausfall. Ich habe ein letztes Mal gewarnt und bin mit meinen Warnungen auf den Bundeskongress gegangen. Das heißt, davor waren Sie nicht so alarmiert oder gab es keinen Grund, eine eigene Liste zu machen, weil die Umfragen gut waren? Nein, nicht, Frau Seil. Wir waren bis dahin auf einem, glaube ich, ganz guten Kurs und haben vieles richtig gemacht. Aber es sind neue Fragen aufgetaucht. Das waren nicht die Fragen von 10 Jahren vorher. Die Flüchtlingskrise war eine relativ neue Frage. Die Frage, wie gehen wir damit um, finden wir auch da so gute Lösungen, wie wir früher für andere Fragen gefunden haben. Das waren alles neue Fragen. Und das war zum ersten Mal in der grünen Geschichte, dass die Grünen auf eine wesentliche neue Frage keine neue und gute Antwort gefunden haben. Und da haben wir diskutiert. Mit Ihrer wollten Sie nicht leben? Das liegt auch zum Teil an mir. Ich habe die Grünen einfach nicht überzeugt. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Und dann bin ich auf den Bundeskongress, habe es ein letztes Mal versucht. Und ich bin im Nachhinein darauf gekommen, eigentlich war das konsequent, mich nicht zu wählen, weil die Grünen einen anderen Weg gehen wollten und davon überzeugt waren. Und da ist es zur Trennung gekommen. Und das ist wie in einer alten Beziehung. Na, irgendwann erreicht man den Punkt, wo man draufkommt, dass es miteinander nicht mehr wirklich gut geht. Dann ist nur die Frage, trennt man sich auf eine saubere Art und Weise? Ich glaube, das ist uns gelungen von beiden Seiten her. Und was macht der jetzt nicht mehr dabei ist? Und aber da Sie haben doch gesagt, wenn Sie gewählt worden wären, gleich eingangs, dann würden Sie für die Grünen jetzt Wahl kämpfen. Ja, und das wäre eine das widerspricht doch dem, was Sie gerade gesagt haben. Das war auch für mich eine persönlich enorm schwierige Situation. Ich habe damals genau gewusst, und ich habe das auch mit Ulrike Lunacek diskutiert, wenn ich gewählt werde, werde ich noch einmal alles probieren müssen, auch im laufenden Wahlkampf, um andere Akzente zu setzen, um zu versuchen, trotzdem in eine andere Richtung zu steuern, um zumindest teilweise eine Öffnung zu schaffen. Ich war persönlich sehr skeptisch, dass das gelingt. Ich glaube im Nachhinein, aber das weiß man im Vorhinein nicht, dass das für beide Seiten die richtige Entscheidung war. Nur, das ist wie in einer langen Beziehung. Sie wissen, dass eine Trennung fällt nicht leicht. Und an dem Punkt haben sich die Grünen von mir getrennt und haben mir... Es war ein Wahlergebnis. Ja, aber das war keine Trennung, das war ein Wahlergebnis. Das war ein Wahlergebnis, das für mich auch ein klares Signal war, okay, da gehen die Wege jetzt auseinander. Aber wenn Sie mir das Bild einer langen Beziehung heranziehen, in einer langen Beziehung geht es ja auch um Loyalität. Also Sie waren ja innerhalb dieser 31 Jahren durchaus... Glauben Sie wirklich? Jemand, der auch oft sein eigenes Süppchen gekocht hat und die Grünen haben immer zu Ihnen gehalten. Sie hätten ja auch einen Vorzugsstimmenwahlkampf kämpfen können. Vertreten Sie wirklich die Position, dass man einer Partei, an deren Weg man nicht mehr glaubt und von deren Weg man nicht mehr überzeugt ist, weil man ihr 3 Jahrzehnte angehört hat, bis in den Tod die Treue halten soll? Steht wirklich die Partei über allem? Ist man der Partei wirklich dann lebenslang verpflichtet, wenn man für eine Partei 30 Jahre gearbeitet hat? Nein, wir sind freie Menschen in einer offenen Gesellschaft. Und für mich war das sehr wichtig. Ich danke Ihnen vielmals fürs Gespräch, Herr Pilz. Bitte gern. Die letzte Entscheidung, wie weit Peter Pilz kommt, das treffen immer noch Sie, meine Damen und Herren, wenn Sie zur Wahl gehen am 15. Oktober. Ich biete bis dahin Entscheidungshilfen an, und zwar mit dem ATV Meine Wahl Reality Check. Nächste Woche begleite ich FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache einen Tag lang. Zu sehen dann nächsten Mittwoch um 22:20 Uhr hier auf ATV. Schönen Abend noch, auf Wiedersehen.